Wir fliegen heute mit Discover Airlines nach Fuerteventura und schauen uns mal an, wie sich die Airline auf 4,5 Stunden Flug wirklich anfühlt. Also los geht's. Discover Airlines ist eine relativ junge deutsche Ferienfluggesellschaft. Gegründet wurde sie 2021. Viele kennen sie noch unter dem Namen Eurowings Discover, so ist sie damals gestartet. Inzwischen tritt sie eigenständig als Discover Airlines auf. Discover ist eine Ferien-Airline im mittleren Segment, also keine klassische Billigfluggesellschaft wie Ryanair oder Wizz Air, sondern eher vergleichbar mit Condor oder TUI Fly. Auf unserer Strecke nach Fuerteventura war ein A320 unterwegs, also der typische Jet für 4 bis 5 Stunden Flugzeit Richtung Sonne. Wir haben 400 € pro Person für Hin- und Rückflug bezahlt und direkt auf der Webseite von Discover Airlines gebucht. Das Boarding war ehrlich gesagt etwas zäh. Viele Familien, viel Handgepäck, man kennt das von Ferienfliegern. Da wird erst mal sortiert, umgeräumt und diskutiert. Das dauert einfach länger als auf einer klassischen Businessstrecke. Die Crew ist aber dabei ruhig geblieben, entspannt und hat das auch gut moderiert. Am Ende war die Maschine komplett voll und trotzdem hat jeder sein Gepäck untergebracht. Wir sind jetzt fertig gebordet und wir sind auch schon auf dem Rollfeld und gleich geht's los. Der Flug dauert ungefähr 4,5 Stunden, wobei der Captain meinte, heute liegen wir gut in der Zeit und wir könnten es in 4 Stunden 15 schaffen. Geflogen sind wir, wie gesagt, mit einem Airbus A320 und der war ungefähr 10 Jahre alt. Der Flieger war aber sauber, gepflegt und insgesamt wirklich sehr gut in Schuss. Nichts wirkte da irgendwie durchgesessen oder ranzig. Die Temperatur war auch angenehm, weder zu warm noch zu kühl. Die Lüftung über den Sitz kann man klassisch mit dem Drehregler einstellen. Der Sitzabstand liegt bei rund 74 bis 76 Zentimetern. Also zu den Sitzen, wie bequem sind die wirklich? Ich würde sagen, ja, Standard-Mittelstreckenflieger. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde sie jetzt auch nicht schlecht. Ich finde sie relativ bequem, von der Breite her recht angenehm. Von der Länge her, also Abstand Knie zum Vordersitz, ist es eigentlich für mich ganz okay. Mit 1,68 Meter hat man da, glaube ich, auch selten Probleme. Aber wenn man dann über 1,80 Meter ist, da wird es dann ein bisschen schwierig an den Knien. Da ist es dann doch relativ eng. Die Polsterung ist straff, bequem genug. Mir kommt so vor, als wären das die früheren Lufthansa-Sitze. Also es sind ganz okay. Für jetzt über 4-5 Stunden geht's. Zum Liegen eignen sich die Sitze halt überhaupt nicht, logischerweise. Für einen Mittelstreckenflug Richtung Kanaren passt das aber auch. Man sitzt nicht luxuriös, aber entspannt genug. Zum Entertainment an Bord. Es gibt natürlich hier keine Bildschirme in den Sitzen, aber man kann sich über das WLAN mit dem Handy verbinden und da wird einiges geboten. Also da gibt es ziemlich viele Filme, die man anschauen kann. Da gibt es Games. Da kann man sich zum Beispiel auch die Flugroute anschauen, wo man gerade ist. Die App, beziehungsweise es ist keine direkte App, es läuft im Browser, aber ich finde es eigentlich ziemlich gut gemacht. Und man ist auf jeden Fall beschäftigt, auch wenn es dann am eigenen kleinen Handybildschirm ist und nicht in einem Monitor im Vordersitz. Das Verbinden ist eigentlich ziemlich easy. Man geht einfach nur in die WLAN-Einstellungen rein und dann taucht auch schon die Onboard-Cloud auf. So, da ist sie wieder. Und hier kann man sich dann eben den Flug anschauen. Man kann sich hier zum Beispiel auch den Service an Bord anschauen, was es hier zu essen gibt und was man bestellen kann. Und hier wird dann allerlei Entertainment angeboten. Filme gibt es wirklich sehr, sehr viele. Und auch TV-Serien. Und sogar auch digitale Zeitschriften, wenn man ein bisschen was lesen möchte. Ein USB-Anschluss zum Laden ist an den Sitzen leider nicht verbaut. Powerbank klingt erstmal nach einer einfachen Lösung. Discover erlaubt die Nutzung während des Flugs allerdings nicht. Wenn ihr also plant, einen Film zu schauen oder länger im Bordportal unterwegs zu sein, geht am besten mit vollgeladenem Akku ins Flugzeug.
Gerade bei 4,5 Stunden Richtung Kanaren macht das wirklich einen Unterschied. Kostenlos bekommt man ein Glas stilles Wasser. Alles andere läuft über das Bordbistro. Ich habe die Nudeln mit Tomatensauce getestet, kosten 6,90 € und man kann nur mit Karte zahlen. Eine Barzahlung ist nicht möglich. So, die Penne sind jetzt gekommen. Ich würde sagen, von der Größe ist es so Standard-Fliegeressen. Schauen wir uns mal an, wie es so schmeckt für 6,90 €. Penne sind gerade warm, nicht heiß, sondern gerade so warm. Tomatensauce ist okay, könnte ein bisschen mehr gewürzt sein alles, aber von der Menge ist für den Preis das okay. Nudeln sind ein bisschen trocken. Die Crew war immer freundlich, sympathisch und auch aufmerksam. Man hatte auch durchgehend ein gutes Gefühl an Bord. Die sind auch sehr bemüht, also die Stewardess hat auch, als ich gefragt habe, ob ich den Wein durch eine Cola austauschen kann, hat sie gesagt, ich schaue mal im System, ging halt leider nicht, weil es halt systemtechnisch her so festgelegt ist, aber sie hat auf jeden Fall es probiert und doch, ich finde sie eigentlich alle sehr sympathisch. Hinten im Flieger gibt es 2 Toiletten, typisch A320, also kompakt. Sauberkeit war insgesamt okay. Zwischendurch lag mal etwas Papier rum, aber für eine vollbesetzte Ferienmaschine bewegt sich das absolut im normalen Rahmen. Die Maschine war ausgebucht. Viele Familien, ein paar ältere Paare, aber kaum Geschäftsreisende. Die Atmosphäre war aber trotzdem ruhig und entspannt und für einen Ferienflug war das wirklich super angenehm. Wir haben jetzt noch circa 20 Minuten bis zur Landung. Ja, es war auf jeden Fall ein recht angenehmer Flug bisher. Und was würde ich sagen, was könnt ihr von Discover Airlines Richtung Kanaren erwarten? Also eigentlich einen ziemlich top ausgestatteten Flieger für Mittelstrecke. Recht modern noch, obwohl die Flotte, glaube ich, schon so um die 10 Jahre alt ist, aber gut instand gehalten, schön sauber. Eine sehr nette und kompetente Crew, die eigentlich immer sehr hilfsbereit war. Die Sitze sind ja Standard für Mittelflieger, würde ich sagen, war jetzt aber doch recht bequem. Ich konnte sogar 2 Stunden schlafen. Und ansonsten... Ja, die Sitze sind schon sehr knapp bemessen. Für meine Größe. Für dich, ja. Ja, aber nö, der Rest war eigentlich alles in Ordnung. Vor allem für den Preis ist es absolut in Ordnung. Und Flieger der A320 ist ja, sind ja nur 10 Jahre alt, diese Flieger das geht ja alles, das ist echt gut. Ja. Würdest du nochmal fliegen oder es empfehlen? Ja klar, auf jeden Fall. Würde ich wahrscheinlich sogar als erste Wahl setzen und gucken, wie da die Preise sind bei Discover und dann bei anderen Airlines. Und jetzt interessiert mich natürlich aber auch eure Erfahrung. Seid ihr schon mit Discover geflogen und wie war das bei euch? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ja, wir sind jetzt angekommen in Fuerteventura und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Für euch ist es nur ein kleiner Klick, aber mir hilft es sehr und dann kann der Kanal nämlich weiter wachsen, dann kann ich mehr solche Videos für euch machen.